und willkommen bei The Lately Show mit mir, Florian Streletz. Immer noch aus meinem Wohnzimmer, das auch weiterhin im Bitcoin-Keller steht und darauf hofft, den Rotweinfleck auf meiner Couch als NFT verkaufen zu können. Dabei macht mein Wohnzimmer den Fehler, dass man dort nur ein paar 100.000 Euro machen kann. Stellt man meine Couch aber bei Sotheby's in London aus und behauptet, dass der Rotweinfleck ein früher Banksy wäre, könnte das locker 100 Millionen bringen. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die sogenannten NFTs, die Non-Fungible Tokens, was übersetzt noch kryptischer, nicht vertretbare Tokens heißt. Aber was sind diese NFTs nun? Oh, lass es bitte nichts mit Blockchain oder Kryptoschwachsinn sein. Ein NFT oder Non-Fungible Token ist ein Zertifikat, das mit einer digitalen Datei wie einem Bild oder einem Video verknüpft ist. Non-Fungible heißt nicht ersetzbar. 2 10-Euro-Scheine sind zum Beispiel austauschbar, NFTs nicht, selbst wenn sie den gleichen Wert haben. Das liegt daran, dass jeder NFT einzigartig ist, genauso wie die Mona Lisa. Ein NFT kennzeichnet also, dass du eine digitale Datei besitzt, wie ein Sammlerstück. Wie bei jedem Sammlerobjekt schwankt ihr Wert. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Ach ja, wenn du ein NFT hast, kannst du ihn trotzdem mit anderen teilen oder ausstellen. Es bedeutet einfach nur, dass du der alleinige Besitzer bist. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das soll heißen, dass die Mona Lisa, die ich für 1,99 bei eBay ersteigerte, vom Nutzer Louvre69 nicht das Original war? Und dass man einen NFT also ausstellen kann, wie ein herkömmliches, reales Gemälde, aber trotzdem noch der Eigentümer bleibt? Also wie bisher in jedem gottverdammten Museum, nur dass man nun einen Monitor an die Wand hängen muss, um das NFT zu zeigen. Somit ist ein NFT wie ein Typ, der für eine durchaus als dubios zu bezeichnende Bank in einem von Ikea geklauten Wohnzimmer mir gerade erzählt hat, was ein NFT ist. Nämlich nichts wert zu sein, aber gleichzeitig verdammt teuer zu sein, wenn irgendein neureicher Vollidiot dafür Millionen hinblättert. Und warum wirft das alles mehr Fragen auf, als zu klären? Nämlich zuallererst, was ist Kunst? Der Philosoph Walter Benjamin spricht bei wirklichen Werken, ob ein Gemälde oder ein Theaterstück, von einer einzigartigen Aura, die sie umgibt. Ein Theaterstück lebt vom Augenblick, von den Schauspielern und den Zuschauern. Ein Video dagegen davon, als Kopie, besitzt nicht diese Aura, weil das Drumherum einfach fehlt. Das ist wie im Kino. Den Schweißgeruch und das ewige Reinquatschen vom Idioten 2 Reihen vorher kriegt man zu Hause einfach nicht genauso hin. Egal, wie sehr man es versucht. Dementsprechend meinte Walter Benjamin, noch bei der höchst vollendeten Reproduktion fällt eins aus. Das Hier und Jetzt des Kunstwerks. Sein einmaliges Dasein an dem Ort, an dem es sich befindet. An diesem einmaligen Dasein aber und an nichts sonst vollzog sich die Geschichte, der es im Laufe seines Bestehens unterworfen gewesen ist. Was? NFTs bringen Millionen? Scheiß auf alles zuvor, ich bin jetzt NFT-Künstler, ihr Bitcoin-Bitches. Walter Benjamin war 1935 seiner Zeit schon weit voraus. Genau deswegen bringen einmalige Gemälde auch Millionen auf dem Kunstmarkt, weil man damit eine gewisse Exklusivität kauft. Denn im Normalfall gibt es dieses eine Gemälde auch nur einmal. Und das hängt jetzt im Kamelstall eines Ölscheichs, damit die Kamele vor dem Rennen zusätzlich motiviert werden. Die Mona Lisa im Louvre ist auch deswegen so einmalig, weil jeder sich sein eigenes Bild machen kann, warum Mona Lisa so lächelt. Dabei haben viele scheinbar nur vergessen, dass Mona Lisa, geborene Koslowski, nur Leonardo da Vinci damals gebeten hatte, ein aktuelles Porträt von ihr zu machen, weil man das halt brauchte, um einen Führerschein zu bekommen. Weswegen Leonardo seinen Ateliercontainer auch direkt vor dem Florentiner Bürgeramt stehen hatte. Und so sind solche Gemälde für den Normalsterblichen, also für dich, nicht für mich, unerreichbar. Außer man sucht den Kontakt zu einem französischen Sicherheitsbeamten und dessen recht milden französischen Pfefferspray, wenn man versucht, die Mona Lisa doch einmal anzufassen. Warum dann also nicht einfach im digitalen Zeitalter auch digitale Kunst erstellen? Was nur den Nachteil hat, dass man diese einfach runterladen kann und schon eine echte 1:1 Kopie davon hat, das dem Original bis auf den letzten Pixel gleicht. Und das ist mega doof, weil so kann man kein Geld im Internet verdienen. Nur genau da
kommen die NFTs ins Spiel. Digitale Kunst gibt es seit den 60er Jahren. In der Musik, in einfachen Videos und Computergrafiken. Das ist nichts Neues. Aber die Art, wie digitale Kunst jetzt verkauft werden kann, das ist das Neue. NFT ist eine Technik, mit der man digitale Arbeiten, alle datenbasierten Werke einzigartig machen oder in einer bestimmten Edition limitieren kann. Man bekommt also eine Art digitaler Wertmarke, die unveränderlich festhält, wer der Künstler ist, wie groß die Auflage und wer der rechtmäßige Besitzer ist. Nun gut, wer der Künstler ist, wie oft es das Bild gibt und wer der Besitzer ist, könnte man zum Beispiel am Bild selber sehen oder an diesen kleinen Zetteln daneben ablesen. Wenn denn das Kunstwerk in einem Museum hängt, wo es von jedem gesehen werden kann. Und nicht bei irgendeinem Silicon Valley Milliardär dem Besucher beim Pinkeln auf dem Gästeklo zuschaut. Wie auch der Silicon Valley Milliardär auf seinem Handy. Jedenfalls kann ein NFT für einen Künstler eine echte Einnahmequelle darstellen. Mike Winkelmann alias Beeple ist der Vorkämpfer für eine neue Künstlergeneration, deren Werke nur noch auf dem Computer existieren. Aber erst im Corona-Jahr fängt er an, seine Bilder zu verkaufen und wird so der erste Krypto-Art-Millionär der Kunstgeschichte. Ende 2020 habe ich eine Sammlung von 23 Everydays verkauft und dafür 3,5 Millionen $ bekommen. Wenn man bedenkt, dass ich noch 5000 weitere Bilder habe, dann kann man sich selbst ausrechnen, wie verrückt das ist. Wobei sein 70 Millionen teures Werk wirklich nicht schlecht ist. Ganz im Gegensatz zu 99,9% aller anderen NFTs. Und selbst Walter Benjamin würde jetzt einem NFT seine einzigartige Aura bestätigen, denn im Digitalen ist nun einmal das endlose Kopieren Teil des Ganzen. Nur genau hier ist auch das Problem von einem NFT. Denn obwohl man es ersteigert hat und nun der einzige Eigentümer ist, ist es eben nicht mehr exklusiv, weil es in der digitalen Welt endlos kopiert werden kann. Wie eine Mona Lisa, die kann auch abfotografiert werden, wie es meine Mutter schon gemacht hat. Und dann zu Hause auf dem eigenen Farbdrucker ausgedruckt und eingerahmt werden. Und wenn man dann bei meiner Mutter ist, könnte man auf 50 Meter Entfernung glatt denken, dass da eine echte Mona Lisa bei ihr in der Küche hängt. Halt nur eine Mona Lisa mit einem Schatten meines Stiefvaters auf 60% des Bildes. Und natürlich komplett schief fotografiert, also wie die originale Mona Lisa. Und wer jetzt denkt, geil, da werde ich doch auch mal schnell zum NFT-Millionär mit eigenen digitalen Werken, dann erst einmal viel Erfolg. Denn wie in der echten, realen und teilweise anfassbaren Kunstwelt spielt leider auch hier Talent eine gewisse Rolle. Nicht immer, siehe unzählige Memes, die nicht nur sprichwörtlich vergoldet wurden, aber wenn man wie Peeble es kann, dann schafft man es auch auf den diversen NFT-Plattformen damit Geld zu verdienen. Allerdings gilt auch da, ohne Geld zu investieren, kommt auch kein Geld rein. Bekanntlich von Karl Marx und Friedrich Engels einst erdacht und sofort getrademarkt, um es im 19. Jahrhundert auf T-Shirts zu drucken. Dementsprechend verdienen diverse NFT-Plattformen natürlich kräftig an jedem potenziellen NFT-Millionär mit. Und gerade an denen, die keinen Erfolg haben, denn eine Registrierung auf der einen oder anderen Plattform und das Online-Stellen der potenziellen Meisterwerke kostet meistens den ein oder anderen Ethereum oder Bitcoin. Also nicht viel anders wie in der alten Online-Welt bei zum Beispiel eBay. Nun hört NFT nicht bei digitalen Werken auf, sondern ist mittlerweile bei digitalen Sammelkarten nicht mal mehr ein Millionen, sondern schon ein Milliarden-Business. Denn während meine Generation noch die 50-Pfennig-Stücke zentnerweise zum Kiosk brachte, die wir in Kohleminen in Berlin als Kinder verdienten, um ein Päckchen Panini-Bilder zu kaufen, macht man das im Zeitalter von Corona auch absolut sinnvoll, kontaktlos, digital. Dementsprechend hat auch die Fußball-Bundesliga bereits letztes Jahr einen 2-Jahres-Vertrag mit der NFT-Plattform Sorare abgeschlossen. Nur um das mega hip und cool zu zeigen. Vielleicht nicht ganz so cool, da sogar der DFB-Funktionär Oliver Bierhoff zu den Investoren bei Sorare gehört. Und dieser immerhin die deutsche Nationalmannschaft mit dem Claim die Mannschaft mehr ruinierte, als es Erich Ribbeck und Uli Stielicke jemals konnten. Und Mann, haben die es damals versucht. Alleine in den USA hat letztes Jahr NBA's Top Shot
über 230 Millionen Dollar an Einnahmen generiert mit genau so einer Art von digitaler Sammelkarte. Tendenz massiv steigend. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass auch der eine oder andere Videospielhersteller wie Ubisoft oder Ubisoft ankündigte, ebenfalls auf den NFT-Zug aufzuspringen. Denn warum Kunden 70 € für den neuesten Teil von Assassin's Creed oder Rainbow Six aus den Rippen leiern und dann versuchen mit Echtgeldshops noch weitere tolle Gimmicks wie eine schöne lila Assassinenklinge zu verkaufen, sowohl bei Assassin's Creed als auch bei Rainbow, wenn man das Rad nicht noch weiter drehen kann und dem Kunden noch mehr Kohle für noch mehr unnötige Scheiße aus den Brieftaschen zu ziehen. Wow, genau daran hat Konrad Zuse gedacht, als er den Urcomputer erfunden hatte und meinte, der Glaube an eine bestimmte Idee gibt dem Forscher einen Rückhalt für seine Arbeit. Ohne diesen Glauben wäre er verloren in einem Meer von Zweifeln und halbgültigen Beweisen. Also gibt mir eine Insel von Echtgeldshops und NFTs, ihr Noobs. 1100, 1100. Jedenfalls hat die Brave New NFT World nur einen kleinen, dezenten Haken. NFTs sind Energiefresser und damit 1A Klimakiller. Denn nicht nur muss ein Werk digital am Computer geschaffen werden, was schon Strom frisst, sondern auch der nachfolgende Prozess kostet verdammt viel Strom. Der Digitalkünstler Memo hat das mal durchgerechnet auf seiner Seite cryptoart.wtf. Erst einmal geil, dass es eine Domain gibt, die WTF heißt, also irgendein Land oder Bundesstaat auf der Welt kürzt sich mit What the fuck ab. Ich schätze mal irgendein Land, das dank dem Klimawandel schon im Meer verschwunden ist. Also ein Land wie die Niederlande. Jedenfalls hat er erarbeitet, dass beim Prozess der Erstellung und dem erfolgreichen Verkauf eines NFTs rund 340 Kilowattstunden anfallen. Somit schon mehr als ein einzelner Mensch im Monat für das normale Leben an Strom verbraucht. Nicht zu vergessen, wie viele Hunderttausende oder Millionen NFTs es nicht geschafft haben, verkauft zu werden. Seien es von Künstlern erschaffene Werke oder nur digitale Sammelbilder von Spielern der Bundesliga, die heute nicht mehr in dieser Liga spielen und digital auf irgendeinem Server verstauben. Das Problem von NFTs ist, dass sie einem vorgaukeln, dass man als Künstler mit 2 linken Händen und einem abgebrochenen Kunstlehrgang an der Bielefelder Volkshochschule digitale Kunst erstellen und vor allem damit sogar reich werden könnte. Oder sie als Wertsteigerungsobjekt nutzen kann. Nur bei NFTs sind nicht wir die daran Geld verdienen könnten, sondern wir sollen gefälligst unsere Kohle in den digitalen Orkus werfen für digitale Sammelbilder oder dem einen oder anderen vollkommen bescheuerten NFT aus einem noch bescheuerteren Videospiel. Einem Videospiel, das keine 4 Wochen nach Release schon keinen mehr interessiert. Und die erworbenen NFTs im Wert schneller fallen als die Facebook-Aktie in einem guten Quartal. Wie man darauf angemessen reagiert, kriegt leider die Software in Mark Zuckerberg und seinem weiblichen Bot noch nicht so wirklich hin. Und der Kurs fällt auch nur, weil die ganzen Clickfarmen aus Bangladesch wegen dem schlechten Wetter keine neuen Facebook-Accounts eröffnen konnten. Denn das schlechte Wetter kommt von dem Mining hinter den NFTs, da dieses mehr klimaschädliches CO2 in die Luft pumpt als sämtliches reale Mining von Kohle oder seltenen Mineralien, die man wiederum händeringend braucht, um noch mehr High-End-Grafikkarten herzustellen, damit noch mehr Kiddies Bitcoins oder NFTs minen können. Natürlich gibt es für digitale Kunst einen Markt, weil es für alles einen Markt gibt. Das hat uns allein 30 Jahre eBay doch schon gelehrt. Warum sollte ansonsten jemand für den Kaugummi, den Oliver Kahn im Finale 2002 gegen Brasilien ausgespuckt hat, freiwillig 5.000 € ausgeben? Weil ich den gekauft habe. Und später extra bei einem Champions League Spiel der Bayern in der VIP-Loge die Zahnabdrücke mit dem vom echten Oliver Kahn vergleichen konnte. Und erst bei knapp 60% Übereinstimmung aus der VIP-Loge gezerrt wurde in die VIP-Loge, die ansonsten nur für Fans von 1860 München reserviert ist. NFTs sind ein Hype, wie es vor 40 Jahren ein Hype war, ein Piepser zu haben. Oder vor 20 Jahren sich ein klobiges Handy an den Gürtel zu klemmen. Oder seine LPs in den Müll zu werfen, um dann alles auf CD umzustellen. Nur um dann diese auch wieder wegzuwerfen und auf MP3 zu wechseln. Und heute
mit Spotify und Co. herumzurennen und trotzdem jedem immer noch zu erzählen, dass der Sound von echten LPs natürlich viel besser ist, weil deren Aura einzigartiger war als ein aus 0 und 1 bestehender digitaler Song. Trotzdem sind NFTs nur ein weiterer Versuch, Konsumenten für noch kompletteren Schwachsinn das Geld aus der Tasche zu ziehen. Für etwas, das man 1:1 auch kostenlos haben kann, wie ein People-Bild zu kopieren. Oder man sich das tolle Würztor speichert und es auch so jederzeit kostenlos angucken kann. Und damit sogar weniger den Planeten zerstört, als mit diesen gottverdammten Scheiß-NFTs. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sind wieder in einer Woche, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.